Ja, hier ein HP ProBook 6460B. Der ist laut, also der Lüfter ist laut und brummende Geräusche. Bei dem Gerät finde ich das sehr gut, dass man den Deckel hier einfach durch die Verriegelung, also entriegeln und rausziehen kann. Ja, das ist der Lüfter, der läuft ein bisschen unrund. Also je nach Drehzahl wird er mal laut, mal leise. Das bedeutet entweder der Lager oder Kugellager drin. Er kann beschädigt sein, beziehungsweise abgenutzt oder so. Also die einfachste Lösung ist, ein neuer Lüfter zu besorgen und ja, wie man sehen kann, sie nur die Schräubchen hier und einen Stecker rausziehen. Geht ganz schlecht, aber ich schaue mal nach, ob ich denn, ja, ob man mit Fett die Achse und der Lager reinigen kann zuerst und dann mit dem Fett neu einschmieren. Da gibt es ein spezielles Langzeitfett für Lager, damit da die Geräusche nicht mehr kommen. Ja, das ist auch temperaturabhängig, weil das Fett innen drin ist verharzt und schiebt ja die Propeller meistens raus und dann schleift an den Gehäuse. Das kann alles sein. Ne? Also ich mache erstmal das Gerät, der jetzt angegangen ist, aus. Akku abklemmen und dann einfach mal, ja, jetzt hat man gehört, also er wird ja vermutlich irgendwo schleifen hier. Okay, erstmal auseinandernehmen. Ja, und es ist genauso wie ich vermutet habe, also man kann sehen, der Blech hier, also der ist so genietet an dem Plastik, aber wenn man hier durchsieht, na, kennt man dort unten innen drin, wo die Propeller schleift an dem Blech, ne? Sieht man genau am Rand. Das liegt ja daran, dass der Lager oder Kugellager, mal sehen was drin ist, ja, einfach trocken ist und durch den Fliehkraft wird ja quasi rausgeschoben, die Propeller hier. Okay, also das nehmen wir jetzt auseinander. Ja, wie man sehen kann, zum Glück kann man das wunderbar zerlegen. Also hier sieht man schon die Schleifspur. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu hell, aber man kann ja deutlich erkennen hier am Rand die Schleifspur und das kann man auch wunderbar rausnehmen. Also jetzt muss man alles reinigen hier. Die Achse auch so, der Lager ist aus, ja, sieht auch wahrscheinlich, aber auf jeden Fall hier mit den, ja, ein ganz kleine dünne Stäbchen und man kann auch Papierspitzen und dann schön, aber darf ja nicht drin bleiben, ne, ist klar, reinigen. Ja, mit ein bisschen Isoalkohol, dann die Achse, dann klar alles hier waschen, sauber machen. Dann so eine Langzeitfett für Lager und dann montieren und fertig. Das war's dann. Ne? Also die Fläche hier ist eben. Ja, also nicht dran gehen etwa und nach unten schieben, das wird ja nicht bringen. Dann sonst dann schleift er auf die Seite hier drin. Okay, dann machen wir erstmal fertig. Ja, der Lüfter ist drin. Ne? Das ist ein konstantes, ruhiges Geräusch, sicher. Da jetzt keine Reibungskräfte mehr an den, ja, also Drehmomentverlust durch den Reibung entsteht, dann hat man natürlich klar, ja, sicher eine höhere Drehzahl und dementsprechend läuft er nicht ständig auf Hochtouren, also wird ja nicht auf Hochtouren angesteuert, da die Kühlung wirksamer ist. Ne? Sicher klar, die Liebchen hier alle sauber machen, eventuell auch klar neue Wärmeleitpaste reinigen. Das kennen wir schon. Super Gerät, ja, Kleinigkeit, aber große Wirkung, was die Leistung betrifft. Lüfter sauber halten und der Lüfter soll, ja, richtig gut, schön hochdrehen. Gut, das ist alles für den Gerät.